Dieses Bild ist ein absolutes Lieblingsstück von mir, weil es einfach mein ganzes Leben verändert hat. Hi, ich bin der Jo. Ich bin Grafiker, Künstler und Tätowierer. Ich wohne hier in diesem schönen Haus mit meiner Traumfrau und ihren 2 Kids. Mir ging es tatsächlich nicht immer so gut, aber ich zeige euch heute meine 3 Lieblingsstücke und dann erfahrt ihr mehr. Dieses Bild hier habe ich selbst gezeichnet. Mit dieser Zeichnung habe ich mich im Tattoo-Studio meiner jetzigen Freundin beworben und bin somit Tätowierer geworden. Ich dachte, wenn ich ihr eine Zeichnung zeige, dann ist das natürlich was ein bisschen mehr imponiert, wenn ich auch ein Bild von ihr selber dann nehme, wenn ich einfach nur ein fremdes Bild zeichne. Die Zeichnung hat tatsächlich mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt, da ich, bevor ich Tätowierer wurde, ein relativ schweres Leben hatte. Ich war sehr unzufrieden mit meinem Wesen. Ich war stark übergewichtig und hatte einen Sprachfehler. Und durch das ganze Abnehmen hat sich zwar das Optische geändert, aber vom Wesen her war ich sehr zurückhaltend. Immer noch, also lieber mal einen Schritt zurück als nach vorne. Und das ist genau das, was dann durch das Tätowieren und durch meine Freundin damit auch ein bisschen nach vorne gedrückt wurde. Man braucht oft jemand an der Seite, der einen ein bisschen zieht, ein bisschen da rausholt. Und jetzt habe ich meine Traumfreundin, ich habe meinen Traumjob, ich bin Patchwork-Papa von 2 Kids und bin einfach glücklich wie noch nie. Dieses ist tatsächlich ein ganz besonderes Stück von mir. Das hat mir die kleine Tochter geschenkt. Da steht der beste Jo ever. Jo bin in dem Fall ich. Und er war natürlich geschrieben, wie man es schreibt als Kind. Das Thema mit dem Patchwork-Papa war natürlich anfangs für mich neu. Auch diese Angst, dass da keine Akzeptanz kommt, wenn ich dann plötzlich da bin, einfach als neuer Freund von Mama. Die Tafel war ein Teil von diesem Vatertagsgeschenk. Es war auf jeden Fall so die Akzeptanz, dass ich als Patchwork-Papa angenommen wurde. Und deswegen hat sie mir auch das Original so tätowiert, selber mit 8 Jahren hier oben am Arm. Das bedeutet mir wahnsinnig viel. Salvador Dalí ist einfach in meinen Augen der Meister der Kunst des vergangenen Jahrhunderts. Er hat das Surrealistische so perfektioniert wie kein anderer. Wie man, glaube ich, sieht, habe ich recht viel vom Dalí. Ich habe ihn in 6-facher Form tätowiert, sei es Gesichter, Zitate. Ich habe ihn auf meiner Bettwäsche, ich habe Schuhe von Dalí. Nicole und ich waren in Spanien und haben dort quasi Dalís Wohnhaus besucht. Und dort stammt diese Postkarte auch her. Und diese Postkarte bedeutet mir wahnsinnig viel, weil sie mich zurückerinnert an diese Reise nach Spanien. Was ich bei ihm auch so interessant fand, war seine Lebensart. Er war immer etwas verrückter als die anderen. Also er hat sich immer ein bisschen abgehoben. Er hat seine Frau vergöttert, was ich irgendwie auch tue in der Hinsicht. Und auch seine Zitate mir immer wieder in meinem Leben vorkommen. Ja, zum Beispiel, hab keine Angst vor der Perfektion, du wirst sie nie erreichen. Das finde ich ganz cool, dass man sich immer wieder vor Augen hält, du wirst nie perfekt sein. Das nimmt einiges an Druck, weil du einfach diesen Zwang, diese Perfektion zu erreichen, einfach gar nicht mehr so wirklich hast. Jetzt habt ihr einen kurzen Einblick bekommen in mein Leben. Wenn auch ihr bei der Roomtour mitmachen wollt und 3 Lieblingsstücke habt, dann schreibt gerne in der Redaktion.